Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu LA Noire, dem Spiel, ja, in dem es darum geht, Verbrecher zu fangen. Und bisher tun wir uns da relativ gut, habe ich das Gefühl. Ich glaube, man kann auch nicht wirklich verlieren. Und wir fahren jetzt endlich zur Marquis-Druckerei und schauen uns die mal genauer an. Nachdem wir jetzt erst einmal... Little did she know her feminine charms were useless against the impenetrable Cole Phelps. She's not my type. And what is your type, Phelps? I'm married. I know that, but you're not blind or dead inside, are you? Wait, scrap that second half of the question. I don't know. Blondes, I guess. Hallelujah, the man is human after all. Now we're getting somewhere. Yep, I'm with you on the blondes. Brunettes are fine too. And there's nothing wrong with a good redhead. But I draw the line at gray. You know what? I might have to lift that embargo soon in the interest of maintaining a free market. A man with high standards. The standards are only as high as the last glass of whiskey. Und nachdem jetzt die Frau, die auch bei dem hin und her chauffierende Wagen bewegen, verhaftet haben, die Frau, sind wir jetzt endlich bei Marquis angelangt und schau mal, was der Mann da drin zu sagen hat, weil der schaut mir ein bisschen verdächtig aus. Also verdächtig aus. Ich meine, der hat sicher was damit zu tun. Wir wissen ja schon, dass hier die Sachen gefälscht werden. What can I do for you, gentlemen? I'm a traffic detective from Central Division. Who's in charge here? I am Gordon Lightfall. What's this about? We understand that your company prints California vehicle titles. Yes, I have the government contract to print pink slips. I've done for some years. Have you had any goods or equipment stolen recently? We're running up against stolen cars with seemingly legitimate paperwork. Not recently. Have you ruled out forgery? There's no shortage of talented artists in this town. We'll keep it in mind. Also hat er mit sicher was zu tun. Kann ich mich umschauen, oder? Nicht wirklich. We have some questions for you, Mr. Lightball. So. Mr. Lightball, we're currently working 2 auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Certainly not. Why would I get mixed up in a thing like that? Ich glaube ihn nicht. Er weiß da sicher was. We have suspects with legitimate pink slips that were printed here, Lightball. You better give me something before I bring the whole department down here. Don't be hysterical, detective. As a matter of fact, we had a similar problem a couple of years ago. A number of used car lots were selling blank documents to a criminal organization. Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. Sieh mal Prints auf die Adresse von der Adresse hier. Harrison bought his car from Coombs. The pink slip looks good, and that points the finger here. Do you have any employee trouble? No, I don't. They've all been carefully screened. Look, now that I think about it, the name Coombs sounds familiar. I think they may have been involved in stolen documents in the past. Also er versucht die Schuld jetzt auf die Coombs-Automobile abzuschieben. Do you have a delivery ledger, Mr. Lightfall? We would like to cross-check against the Coombs Automotive Emporium. It's a little out of the ordinary, Detective. I'm not sure I can share those sorts of records. Ich bin die Polizei. Hand it over, Lightball. You don't want us having bad thoughts about you, do you? Very well, but this really is irregular. Over here. Und dann schauen wir mal, was er für mich hat. Look for patterns, recurring names, unusual addresses, anything out of the ordinary. Espigelo, da hatten wir doch schon mal, ne? Da passt was nicht. Und außerdem kommt er ziemlich oft vor. You certainly encourage repeat business, Lightball. This Mr. Bigelow is a good customer. Sorry to bother you, sir. We'll let you know if there are any developments.
Das war's? Das heißt, wir suchen jetzt den Bigelow auf, oder was? Nee, Bigelow Blitzen. Bigelow waren wir ja schon. Nee, warte mal. Bigelow ist auf jeden Fall aufgefallen, weil er oft vorgekommen ist. In dem Buch. Das ist sofort so geschossen. Aber wo müssen wir jetzt noch hin? Oder sind wir jetzt hier richtig? Ah nein, stimmt. Die Industrial Street. Da haben wir auch noch nicht. Das Lagerhaus. Dann wird das unser nächstes Ziel sein. Denn was anderes kann ich in dem Laden eh gerade nicht machen. Wenn nicht, können wir zurückgehen. Und den Ort noch einmal untersuchen. Oder genauer uns in die Lupe nehmen. Das ist ja im Prinzip dann kein Drama. Schauen wir mal, ob wir bei dem Lagerhaus noch was anderes finden. Aber der Typ von eben hatte definitiv was mit der Sache zu tun. Und wenn er auch nur Bescheid... Bescheid weiß. Entschuldige. Ich habe den Wagen jetzt aber ganz komplett zerstört, oder? Jupp. Den habe ich den Reifen abgerissen. Und einen Motorbrand verursacht. Oder Innenraumbrand oder wie auch immer. Das tut mir leid. Mein Wagen hingegen scheint so relativ gut zu gehen. Da vorne liegt der Reifen. Yep, hier bildet sich erstmal Stau. Gut, also, wir sind immer noch auf dem Weg zur Industrial irgendwas, Avenue, oder wie man das heißt. Also wir schauen uns auf jeden Fall an das Lagerhaus, das genannt wurde, wo die Autos immer stehen, um abgeholt zu werden. Das hat uns ja die freundliche Dame... Ach Gott, jetzt habe ich auf die Karte geschaut. Ja, ich mache ein Auto nach dem anderen kaputt, ich merk's. So, hat uns ja die freundliche Dame ganz freiwillig erzählt. For a couple of black and whites. Get Fleischer down here. I thought you Marines were gung-ho, Cole. You have a 45, don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. Also definitiv eine Schießerei. Jetzt will ich gerade im Auto, im Kofferraum sollte ich ja noch die Schrotflinte haben. Vielleicht nehme ich mir die stattdessen noch lieber mit. Weil das sieht mir aus, als wenn nicht nur ein Schuss fallen würde. All of you are coming downtown with me. Den kann ich doch... Ja, wunderbar. Was habe ich denn hier? Schrotflinte. Den nehmen wir. Dann mal los. Ui. Reinforcements are on the way. Der ging daneben. Throw out the guns. I'm gonna put holes in you, asshole. I need cover. Your move, Victor. Come get me. Why won't you Immer weniger. So, und jetzt habe ich... Ui! Keine Munition mehr in der Schrotflinte. Passt das? Schaut so aus. Jetzt ist nur mal einer. Let's clear the top floor. I don't want to get drilled in the back on the way out. Dann nach oben. Ui. stay down?
At the door at the end. I heard something. Danke für die Schrotflinte. I'm at a loss. Search the place, Phelps. We're looking for paper, records, any kind of bankable evidence. All right, don't shoot! Keep your hands up. Watch him, Bukowski. He doesn't move until I've tossed this place. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Was ist das? Eigentümerzertifikat MV. Wenn die Lieferung Schäden aufweist, bitte den Fahrer diesen Beleg unterzeichnen lassen. Also ein Lieferschein. Marquis Printing Company. Genau, von denen. Nothing like going direct to the source. Das heißt, anstatt dass sie fälschen, nehmen sie gleich die Originale her. Was haben wir hier? A betting slip. Looks like Mr. Lightfall has been on a losing streak. Aha, also Wettschulden anscheinend. Oder zumindest verlorene Glücksspiele. Ah, und eine ganze Packung voller Pink Slips, so wie sie nennen. There are enough slips here to keep them stealing cars till Christmas. Kann ich irgendwas machen mit? Nö. We've got a trail of pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck, but I don't think you're the man in charge. Make it easier on yourself. Give him up. I do work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. Schauen wir mal. Fahrzeugschein, We Lieferung. know about Marquis Printing. You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside. I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem there. Das ist nicht die Wahrheit. There are at least 4 dead men in this warehouse. A couple more. Punks won't make for that much extra paperwork. We'd be doing the legal system a favor. Okay, tough guy, I get the message. Lightfall, the guy who runs Marquis. He's the big shot. He likes to spend big at the track. He owes people. Verbindung zu Lightfall. Lightfall, the guy with no luck at the track. Tell me about him. It's one of the guys lying over there. You're right. He has no luck. Aber das, glaube ich, jetzt mal ist eine Lüge direkt. That's the best lie you can come up with, Bigelow? Hey, would I lie to you, detective? I'm not exactly in a good position here now, am I? Eigentümer. Gordon Lightfall owns Marquis Printing, a government print shop. He's losing big at the track. He has these big government contracts. He's in hock over 20 grand. If the feds find out, contracts will be all over. Lightfall plays ball. All right, Bigelow. The heat is off you. Play your cards right and you'll be able to count your time in Quentin on one hand. So, damit haben wir auch Stephen Bigelow verhaftet. Und damit wissen wir jetzt auch, warum wir vorhin nichts machen konnten, denn jetzt fehlt ja noch der Lightfall, der Besitzer der Marquis-Druckerei. Und das ist jetzt unser nächstes Ziel. Ach je. Dass wir den jetzt auch verhaften. Gonna take some cleaning up, that's for sure. I wish it hadn't gone that way. Well, they shouldn't bring guns to work with them. We didn't have a lot of choice. You have to admire the barefaced cheek of someone who tries to blow your brains out one minute and pleads innocence the next. Yeah,
especially when he's surrounded by evidence. But guys like Bigelow spend so much time convincing themselves that they're not doing anything wrong that they actually start to believe their own bullshit. They get sloppy. Bigelow, Lightfall, all of them. If they hadn't, who knows how long they could have kept this racket going. Complacency or greed. It's always one of the two that brings them down. Das heißt, wir fahren jetzt zu Marquis und nehmen jetzt Lightfall fest für ja, für das Mitmachen bei der ganzen Sache, wenn nicht sogar für das Organisieren. Immerhin haben wir die Wettscheine auch als Beweis. Dann schauen wir mal. It's him. The cop from the paper. You're under arrest. You again? This harassment is starting to wear thin. Lieferung an die Industrial We found a Street. box of pink slips in a Industrial warehouse Street. full of hot cars. You signed for them, Lightball. I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. Kein Problem. Save it, Lightball. We already have all we need to send you down. I've had enough of this. You either produce some shred of proof, or I call my attorney. Wo haben wir denn die Wettscheine da unten? You're in the hole with the organization. We know about the debts, Lightball. I agree, I have a small problem. I'm prepared to help you in any way I can, Detective. I'll name names. I need you to keep this out of the paper. You need to shut up now, Lightball. Gordon Lightball, I'm charging you with conspiracy and fraud. Hands behind your back. The LAPD Central Traffic Division has today smashed a nationwide auto theft ring, writes crime correspondent, blah, blah, blah. Oh, here it is. Traffic squad detectives confronted a large group of armed thugs. After an exchange of gunfire, more than a dozen dead criminals were removed from the scene. The LAPD sustained no casualties. Damn fine work, Phelps. Now get out there and nail some more bad guys, will you? I want to finish reading this. Ja, so macht man das. Ist der Fall jetzt zu Ende? Jetzt muss der Fall nicht zu Ende sein, oder? Wir haben alle... Ja, wunderbar. Slipper vertan. Alle gefundene Hinweise, alle Fragen richtig. Ja, Fahrzeugschaden. 2449. Wir haben jetzt ein paar Autos mehr mitgenommen. Sachschaden 186. Jetzt, wo das Autodiebstahlgeschäft zerstört wurde, werden sich Lightfall und Co. gegenseitig ausspielen, um etwas für sich herauszuschlagen. Das heißt, wir kriegen die alle sehr schön hinter Gitter. Und damit starten wir jetzt auf den nächsten Fall. Vorher noch eine Rückblende. My family runs a shipping business in San Francisco. We used to have 2 ships a week to Tokyo. We've been in shipping for 2 generations, Hank. I've never been on a voyage anywhere. I feel like Odysseus in the beginning of his journey. The Odyssey took 10 years, Cole. This is the American century. America can rule the world after we win this war. We need to stay alive, Cole. These men are counting on us. Have you heard what the veterans are saying to each other? No. Golden Gate in 48. That's 4 more hard years of fighting. Jetzt wird mir ein, ich habe absolutes Blödsinn erzählt. Also, wir sind hier in den 40er Jahren und auch die Kriege spielen in den 40er Jahren. Ich habe gedacht, die sind vorher angesiedelt, von da habe ich damals gesagt, Erster Weltkrieg vielleicht. Aber wenn wir 48 sind, also in 4 Jahren, ist es jetzt 44. Das heißt, es müsste der Erste Weltkrieg sein. Was, wie gesagt, der Zweite Weltkrieg müsste das sein. Entschuldigung, wenn ich es wieder versprochen habe. So, und wir haben jetzt gerade einen schönen... Possible drink drive. How was that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place?
That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? A Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. Cola King, die Ingame-Variante von Coca-Cola, weil das wäre zu viel See you Werbung. later, fellas. Try not to work too hard. Auch noch ein Beweis dafür, wir sind eher der Zeit des Zweiten Weltkrieges, denn Coca-Cola hatte hier eine seiner Höchstzeiten. Nicht, dass sie jetzt sehr niedrig wären, die sind immer noch sehr bekannt und beliebt. Aber ja, und da vorne sehen wir schon im Hintergrund über meinen Hut den Unfallwagen. Und den werden wir jetzt auch besuchen, allerdings erst im nächsten Video. Ich danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Danke und bis zum nächsten Mal. In the air, spin around like Fred Astaire. Slip me by if we can jive. That's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground. Swing those hips, shake them down. It's rag, it's razz, it's snazzy jazz. It's Geraldine's routine.